Herr Seyfried, Sie erlebten bei einem Arbeitsunfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Ja, es war im Jahr 2007, wo ich als Anlagenmonteur für die Firma oder für eine international tätige Firma einen Aufzug gebaut habe in Salzburg, in der Nähe von Bischofshofen. Und wir sind 2 Monteure gewesen und wir haben für ein neu gebautes Hotel einen Aufzug gebaut, der ist über 4 Geschosse gegangen. Man baut zuerst die seitlichen Führungsschienen auf und dann ganz oben kommt der Motor. Gell? Und wir haben auf diesen Tag, das war im September 2007, dann diesen Motor auf die Baustelle angeliefert bekommen und wir haben, um das zu verstehen, muss der Motor, wird im Erdgeschoss transportiert und dann müssen die ganzen Zwischenpodeste, die in diesem Liftschacht drinnen sind, müssen herausgenommen werden. Dann wird mit einem Flaschenzug wird der Motor vom Erdgeschoss bis in die oberste Etage transportiert und dazu haben wir die Podeste müssen rausbauen. Wir haben dann diesen Motor mit dem Flaschenzug hochgezogen, aber wir können diesen Motor mit dem Flaschenzug nicht auf die letztendliche Position bringen. An diesem Tag habe ich die Zwischenpodeste wieder zurückgebaut. Dieser Motor hat 133 Kilo gehabt, gell? Und ja, und mit 2 Monteuren, gell? Und diesem Motor ist dann das Podest, das oberste Podest, auf dem wir gestanden sind, wo wir den Motor auf die letzte Position heben wollten, ist das Gerüst innen drinnen gebrochen. Und automatisch, wenn dir der Boden unter den Füßen wegfällt, lässt du alles aus. Der Motor ist dann runter und hat alle Podeste durchgeschlagen und das war auch unser Glück, dass wir, wenn das nämlich nicht der Fall gewesen wäre, dass wir ich die Podeste zurückgebaut habe, wäre dieses Holz nicht drinnen gewesen und wir wären 16 Meter direkt auf Beton gefallen und dann würde ich wahrscheinlich heute dieses Interview nicht mehr geben können. Ja. In diesem Moment, wo der Motor zu fallen hat angefangen und die Podeste gebrochen sind, bin ich im gleichen Moment aus meinem Körper herausgerutscht, geschlüpft oder ja, wie auch immer, warum man das nennen kann. Ich war in diesem Moment, ich war auch noch nicht verletzt oder sonst irgendwo, sondern ich war einfach heraus aus meinem Körper. Gell? Und ich habe da nach unten gesehen, gell? Und ich habe meinen Körper dort unten liegen gesehen und muss sagen, ja, okay, Körper, das ist, ich habe nicht wirklich eine Beziehung oder eine emotional, das ist so, ist wie ja, ist halt Körper, das ist, oder so wie Klamotten oder Bekleidung, ist halt der Körper. Aber ich bin ja nach wie vor da. Und es hat mich in diesem Moment auch überhaupt nicht verwundert. Das war für mich, das Gefühl war ganz normal. So ist wie wenn, ja, ist wie normal, es hat sich normal angefühlt. Gell? Genauso, es war, ich konnte wesentlich mehr. Ich habe einen 360 Grad Rundumblick gehabt. Ich konnte nach hinten sehen oder nach vorne oder in alle Richtungen. Ich konnte alles rundherum wahrnehmen. Ja. Ich konnte auch durch die Wände sehen, ich konnte aber auch die Wände sehen. Ja. Aber das ist schwierig zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und das, was ich auch ist, dass ich habe Farben gesehen. Also das kann man nicht beschreiben. Das ist also
wenn ich heute sage, ich sehe auch in Farbe, ja, aber wir sind nahezu blind gegen das, was eigentlich wirklich an Farbspektrum ist, gell. Also diese 256 Millionen Farben oder 256 Farben, da geht noch viel, viel mehr. Und das Zweite, was auch ist, gell, ist, ich konnte von allen Menschen, die was auf dieser Baustelle gewesen sind, gell, ich konnte die Worte hören, auch weit entfernte Worte, gell, weil es war ja Mordstrom Lärm auf dieser Baustelle, weil das hat ja Mordstrom Krach gemacht und ich konnte die Worte hören, auch von weit entfernten Personen, ja, und auch die Gedanken. Ich konnte das alles hören. Aber in diesem Moment, das hat mich überhaupt nicht verwundert. Das war das Normalste von der Welt. Dann auch noch die Zeit. Die Zeit, die war relativ komisch. Also ich wusste in dieser Dimension oder in diesem Zustand, da existiert, ich sage oft, da existiert keine Zeit. Es existiert schon eine Zeit, aber das ist relativ. Gell? Also ich hätte können in diesem Zustand 1000 Jahre verbleiben und wenn ich es wollte, wäre keine einzige Sekunde irdischer Zeit vergangen. Weil die Zeit, die hat nichts mit einer, das ist eine universelle Zeit gewesen. Ja. Also Sie standen an dieser Position, wo Sie zuletzt gestanden sind, bevor der Motor durchgebrochen ist. Ja, genau dort, wo der Körper zum Fallen hat angefangen, in dieser Position bin ich heraus gewesen. An das Rausschlüpfen oder rausgehen aus dem Körper, das kann ich nicht wirklich definieren, das weiß ich nicht. Haben Sie sich keine Sorgen um diesen Körper gemacht? Nicht wirklich, nein. Haben Sie keinen direkten Bezug mehr gefühlt? Nein. Das ist Körper, ja, so wie eine Bekleidung, also. Und sich selber haben Sie auch beachtet in diesem Zustand? Das kann ich auch nicht sagen, gell? Also ich weiß nicht, ob ich einen Körper gehabt habe oder ich habe mich selbst eigentlich nicht betrachtet, gell? Also ich weiß nicht, ob ich, wenn ich heruntergeschaut hätte, ob ich einen Körper gesehen habe oder nicht. Einen Geistkörper? Ja. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, ja. Wie ging diese Erfahrung weiter? Ich habe vorher von den Erlebnissen, dass ich gehört habe, dass ich Farben gesehen habe, aber die heftigste Erfahrung war eigentlich in diesem Zustand, da habe ich was gespürt. Und zwar, entschuldigen, aber wenn ich darüber rede, kommt immer ein Flashback, also die Rückerinnerung, und das ist eine Liebe, die was man da spürt, die ist unbeschreiblich. Die ist wirklich unbeschreiblich. Also, wenn ich versuche, diese Liebe zu beschreiben, würde ich sie beschneiden. Das ist unmöglich. Und ich bin mir 100%ig sicher, dass das nur ein ganz kleiner Bruchteil der Liebe ist, die was noch möglich ist. Da geht noch viel, viel mehr. Und ich muss auch dazu sagen, ich war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich komplett ein anderer Mensch. Also ich war, was da außerkörperliche Wahrnehmungen, Nahtodeserfahrungen oder besondere oder andere spirituelle Themen oder so eigentlich nicht wirklich aufgeschlossen. Im Gegenteil, ich war da eher auf der wissenschaftlichen Seite, ich war da auch, wenn Tod ist tot, und danach gibt's nichts mehr, und ich war nicht wirklich offen, ich bin
zwar schon mit Leuten oder mit Menschen in Kontakt gekommen, die was mir so eine Sachen wollten erklären, gell, und ich habe gesagt, na, bitte verschon mich damit, gell, weil das ist nicht meine Thematik, gell, um es etwas diplomatisch auszudrücken. Gell. Und ich muss auch sagen, gell, auch nach diesem Erlebnis, muss ich ehrlich sagen, wollte ich es nicht wahrhaben. Gell. Es hat mehrere Jahre gedauert, gell, bis ich das selbst einmal erfasst habe, was da, ich habe mir da eingeredet, ja, das waren Halluzinationen, das waren elektrische Entladungen, Impulse im Gehirn durch den Stress, durch den Adrenalinausstoß. Da habe ich einfach nur halluziniert. Aber da war ein Gefühl, war immer da, na, das passt nicht, das stimmt nicht, da was. Und wenn man diese bohrende Frage im Kopf hat, dann versucht man irgendwo Antworten zu finden. Ja. Und ja, und so kommt man von einem Thema zum nächsten und man versucht sich einen Reim drauf zu machen. Ja. Und das ist ein Entwicklungsprozess gewesen, der ist dann über mehrere Jahre ist der gegangen. Ja. Ja, und dann habe ich noch weitere. Ich war zu diesem Zeitpunkt, ich war auch noch Motorradfahrer. Wir waren in einem Motorradclub, gell, und bei einem Motorradtreffen bin ich dann auch mit jemandem zusammengekommen und dort sind wir auch auf dieses Thema zum Sprechen gekommen. Und da hat mir eben dieser Kollege hat mir dann beschrieben, dass er auch ein ähnliches Erlebnis gehabt hat, und zwar, der hat einen Unfall gehabt, das Auto ist aus einer Querstraße raus und der ist genau seitlich rein, gell, und er ist über das Auto drüber geflogen, gell, und der Körper war noch nicht verletzt, aber genau in diesem Moment, wo der Körper schon gefallen ist, ist er auch ausgetreten, gell, und aha, das war für mich nachher ein Aha-Erlebnis, weißt du, und ja, ich bin nicht allein, ja, und natürlich habe ich dann noch Informationen gesucht, ja, und da bin ich sehr, sehr schnell fündig geworden, ja. Im Internet findet man ja mittlerweile unter anderem auch auf Ihren Kanal, ja, den habe ich noch relativ rasch gefunden, solche Informationen oder mehr ist wie genügend, und dann Lektüre gibt es noch so viel, ja, und nachher, das war irgendwie ein komplett erleichterndes Gefühl und auch ein Aha-Erlebnis. Ich bin nicht allein, gell, sondern das ist so oft vorgekommen und so viele Menschen erzählen, was da alles sein kann. Was ich eventuell auch noch sagen muss, und zwar warum, dass ich sage, ich habe eigentlich keine Nahtodeserfahrung, weil ich habe nicht wirklich die geistige Welt gesehen, sondern ich habe nur die Welt, so wie sie ist, gell, nur halt viel intensiver gesehen. Ich habe auch keine Verstorbenen oder einen Geistführer oder sonst irgendwas, das habe ich alles nicht gesehen. Ich habe nur diese Liebe gespürt. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Zustand, als Sie da außerkörperlich waren. Wie kamen Sie wieder zurück? Ich weiß nicht, wie lange ich außerhalb von diesem Zustand war. Deswegen, das ist diese Zeitverzerrung, was da gewesen ist. Wie lange das gedauert hat. Wenn Sie mich heute fragen, würde ich sagen, vielleicht 15 Minuten. Aber es können auch nur wenige Sekunden gewesen sein. Aber wie ich dann wieder in meinen Körper reingekommen bin, das kann ich auch nicht mehr sagen, das weiß ich nicht. Gell? Ich weiß nur, ich bin dann wieder zurück in meinen Körper. Es hat mir auch niemand gesagt, du musst wieder zurück in deinen Körper oder du musst wieder zurück, ja? Sondern ich war einfach wieder in meinen Körper zurück. Und wie ich dann, der erste Gedanke, wo ich dann wieder in meinen Körper war, was war das jetzt? Ich war ja gerade noch da oben. Wie komme ich da unten? Was ist da jetzt geschehen?
ich habe es nicht verstanden, was der ja, und dann, ich war in diesem Moment, ich war zwar schon schwer verletzt, gell, ich hatte multiple Verletzungen, gell, ich hatte Wirbelsäulenstauchungen, ich habe 2 Rippen gebrochen, gell, ich habe mir das Becken gestaucht und mein Bein ist ziemlich schwer verletzt gewesen. Seitdem kann ich auch meinen Beruf nicht mehr ausüben, gell? Also als Anlagenmonteur oder Maschinenbaumonteur. Monteur. Und ja, und seitdem bin ich eigentlich in der Invaliditätspension. Wie verlief der Heilungsprozess nach diesem schweren Unfall? Ja, ich war circa 9 Monate oder insgesamt, ich war circa 1 Monat war ich im Krankenhaus. Zuerst die erste Woche in Bischofshofen in einer Klinik. Und dann habe ich mich überstellen lassen nach Klagenfurt in die Klinikum ins Landeskrankenhaus. Und dort bin ich dann noch weitere 3 Wochen gewesen. Dort wurde ich dann operiert, oder die hauptsächliche Operation ist bei meinem Fuß gewesen, ja, wo mehrere Operationen noch gewesen sind. Ich habe da relativ viel Metall jetzt im Vorfuß drinnen, ja, und ja, und daher kommt es auch, dass ich gehbehindert bin, ja, und also unebene Strecken oder weite Strecken oder Stiegen gehen macht mir bis zum heutigen Tage nach wie vor Beschwerden. Herr Seyfried, was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Ja, eine ganz, ganz gravierende. Also ich bin von meiner geistigen Einstellung komplett einen Wechsel gemacht, eine 180 Grad Kehrtwendung habe ich gemacht, und nachdem ich erkannt habe, was diese Liebe, was ich da gespürt habe, dass die real war, dass das keine Einbildung oder keine Halluzination war, und ich mich auch noch mit anderen Themen auch noch beschäftigt habe, und wurde ich depressiv, und ich muss ehrlich sagen, ich wollte nicht mehr auf dieser Erde sein. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte diese Liebe wieder spüren. Das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist vielleicht vergleichbar, ist wie, wenn du süchtig bist nach irgendwas, dann willst du um jeden Preis dieses Gefühl wieder haben. Gell? Und das war für mich auch eine ganz, ganz schwierige Zeit. Das war ungefähr 3 bis 5 Jahre danach, gell? Und ich wollte nicht mehr hier sein. Und ich habe gesagt, na, ich will diese Liebe wieder spüren. Ich will wieder in diesen Zustand zurück. Gell? Und nachdem ich hatte zu diesem Zeitpunkt auch keine Angst mehr vor einem Tod oder Sterben oder sonst irgendwas. Also diese Angst ist komplett weg, auch heute noch. Gell? Und dann und ich habe versucht, diesen Zustand auch über andere Mittel zu erreichen. Ja. Und zwar, ich habe da jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, durch Meditation kann man zum Beispiel auch bewusst aus dem Körper aussteigen. Ja. Und da kann man das kann man mittels einer normalen Meditation, wo man sich in Körper und Geist, wo man sich in die Ruhe begibt, schön oder meditative Musik hören, ja, oder
oder auch mit sogenannten binauralen Beats, gell, wo man die Gehirnfrequenz runterfährt, gell, kann man genauso in diesen Zustand kommen. Gell. Und ich war einmal in diesem Zustand und habe ich, weil ich diese Sehnsucht nach wie vor noch immer gehabt habe, wo ich noch nicht heraus von meinem Körper war, aber noch drinnen war und dann meldete sich eine Stimme bei mir. Und diese Stimme, ich wusste es gar, auch schon durch vorangegangene Meditationen, das ist, ich weiß nicht, Schutzengel, Geistführer, ja, wie man auch immer nennen kann, ich weiß es nicht gar. Und der hat mir dann ganz eindrücklich gesagt, du, ich habe dich nicht zu diesem Unfall geführt, dass du jetzt so einen Blödsinn machst. Du hast eine Aufgabe und hör mir bloß mit diesem Blödsinn auf, dass du aus diesem Leben treten willst. Und das hat er mit mir in einem Ton geredet, den was ich überhaupt nicht gekannt habe. Ja? Also das war ganz ernst. Und da muss ich ehrlich sagen, puh, das war dann heftig. Ja? Und das war irgendwie, ist wie ein Heilungsprozess für mich. Ja? Also ich habe ab diesem Zeitpunkt, natürlich, ich wünsche mir noch immer diesen Zustand, ja? Aber ich würde niemals mehr diesen Blödsinn oder diesen blöden Gedanken, dass ich aus dem Leben scheiden wollte, haben. Das ist weg und das ist gut so. Diese Stimme hat gesagt, ich habe Sie nicht zu diesem Unfall geführt. Ja. Dann sind Sie der Meinung, dass das quasi wie ein Schicksal war. Ich würde es heute so versuchen zu beschreiben, jeder Mensch, wenn man inkarniert, hat einen Plan. Und wir speziell, wenn man unbewusst inkarniert, also das heißt, dass man von der geistigen oder spirituellen Welt nichts weiß, dass man einen gewissen Notfallplan hat, ja, oder eventuell mehrere Notfallpläne, ja, und ich vermute, dass bei mir so ein Notfallplan aufgetreten ist, weil ich muss ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Resümee passieren lasse mit meinem früheren Leben, ja, ich war eigentlich ein komplett anderer Mensch. Gell? Also ich war im Egoismus, ich war in der Gier drinnen, ich war im Neid drinnen, gell? Ich war im Materialismus drinnen. Gell? Das war eigentlich nicht für meinen Weg vorgesehen. Gell? Und dabei war eventuell so ein Notfallplan vorgesehen, weißt du, dass ich Zeit bekommen habe, was über gewisse Sachen nachzudenken oder auch wieder auf diese Bahn oder auf diese Spur zurückzufinden. Ja. Also Sie sind der Meinung, dass dieser Unfall dazu führen musste, dass Sie sich mehr mit spirituellen Dingen... Eventuell, ja. Also ich bin mir, oder eigentlich relativ sicher, ja. Mhm. Ich weiß nicht, welche Pläne sonst noch existiert haben. Ja, also ich denke heute auch noch so, gell? Also wenn ich etwas will, gell, nachher mache ich mehrere Pläne, gell? Also wenn das nicht funktioniert, dann kann man das machen, gell? Und ja, also. Sind Sie der Überzeugung, dass man eine geistige Führung hat? Ja, definitiv. Ja. Und jeder Mensch, jeder. Was sind das für Erkenntnisse, die Sie aus dieser Erfahrung gewonnen haben? Ja, da kann ich eventuell nur sagen, es hat alles, was wir im Leben machen, hat Konsequenzen. Alles. Und man weiß, das letzte Hemd hat keine Taschen, man kann nichts mitnehmen. Doch, man kann schon was mitnehmen, und zwar sein geistiges Erbe oder sein geistiges Vermächtnis.
wie man gelebt hat, was man gemacht hat. Und alles hat Konsequenzen. Und da kann ich nur sagen, achte darauf, was du tust, welche Sachen, dass du unterstützt. Messe nicht mit zweierlei Maß, also ich und die anderen oder sogar, sondern geh immer mit einem guten Beispiel voraus. Geh nicht ins Ego, in die Gier, in die Habsucht, in den reinen Materialismus und versuche, ein guter Mensch einfach zu sein. Herr Seyfried, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr.